Der frühe Vogel fängt den Wurm. Hey Jochen, Hä? guck mal. Oh Gott. Du, Ja? ich gebe dir 5 Mark, wenn du den schluckst. Ach, du bist ja verrückt. Man gab mir viele schöne Namen. Hi, Strohvogel hier. Wir sind hier gerade in Deutschland. Es hat die letzten Tage richtig übel geregnet, aber das passt auch ganz gut zum Thema. Aber vorher werde ich mal wieder 2 Fragen beantworten. Frage Nummer 1. Würdest du die Jagd mit einem 7,5 Joule Luftgewehr empfehlen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe 3 Videos gemacht, die siehst du hier oben in der Playlist oder verlinkt. Da geht es darum, macht es Sinn, mit einem freien Luftgewehr, frei in Anführungsstrichen ist mit einem Luftgewehr mit 7,5 Joule zu jagen? Und da ist es ganz einfach so, ganz viele Leute kaufen sich diese Dinger und bauen sich da irgendwie eine Optik dran oder machen verstärkte Federn rein, was übrigens in Deutschland illegal ist, und wollen im Notfall damit auf die Jagd gehen. Für mich ist das ein interessanter Analysegrund, da genauer hinzuschauen, welche Tiere man damit fangen könnte, worauf man achten muss. Das habe ich in diesen Videos gemacht. Ich habe dazu auch einen Artikel für die Tactical Gear geschrieben. Ich selbst würde niemals mit 7,5 Joule mit einem Luftgewehr jagen. Ich jage selbst kleinste Tiere mit mindestens 22 LFB und die hat etwa 200 bis 400 Joule, je nachdem was für ein Geschoss ich da verwende. Mit 7,5 Joule kann man wirklich buchstäblich nur Spatzen und Singvögel jagen, im absoluten Notfall natürlich, im rechtfertigenden Notstand. Und dafür sind diese Luftgewehre geeignet und auch das Maximum, was man da rausholen kann. Und da ging es in den Videos rum. Ich empfehle niemandem mit so einer Luftplempe auf die Jagd zu gehen. Es ist schlicht und einfach, sagen wir mal, eine akademische Abhandlung, die ich da gemacht habe. Und alles Weitere ist eben wirklich so eine Frage, was man selbst draus macht, wenn man mal in einem Notfall ist. Okay, eine Frage von Jesse aus Hamburg. Joe, wenn du gar keine Utensilien zur Verfügung hast, wie würdest du auf die Jagd gehen? Also, Jessie schreibt mir unheimlich interessante Briefe mit tollen Fragen und dadurch, dass ich jetzt gerade unterwegs bin und diese Fragen nicht per Mail richtig beantworten kann, mindestens eine der wichtigsten Fragen vom letzten Brief hier: Wie jage ich ohne jegliche Utensilien? Also natürlich, mit der Hand kann man kleinere Tiere fangen, aber die können sich auch ganz gut wehren. Und da ist meine Empfehlung eigentlich immer, sich so einen ordentlichen Stecken zu holen. Also etwa 1,80 bis 2 Meter lang, möglichst stabil, möglichst elastisch, und mit solchen Stäben, Ästen, Knüppeln kann man eine unglaubliche Kraft ausüben. Also ein Joe langer Stab. Ein etwa Joe langer Stab, möglichst auf einer Seite beschwert. Diese Art von Stöcken sind in vielen Kulturen traditionelle Waffen, zum Beispiel im Budo-Kampfsport, in den japanischen Kampfsportarten, das Bo, ein starker Stock, mit dem man natürlich auch Menschen schwer verletzen kann. Aber wenn wir auf die Jagd nach Tieren gehen, da kann wirklich so ein daumendicker Ast ausreichen, um beispielsweise Tiere von der Größe einer Katze zu betäuben und die dann zu töten. Also beispielsweise, wenn du am Wasser bist und Nutrias kommen raus oder Biber, dann kannst du mit so einem Ast schon ganz kräftig das Tier so weit verletzen, dass du es dann von Hand töten kannst. Aber das ist wirklich nur die allerletzte Möglichkeit, um ein Tier zu jagen, wenn du wirklich keinerlei Fähigkeiten oder Möglichkeiten hast, dir eine stärkere Waffe zu bauen. Was heißt denn an einer Seite beschwert? Also stell dir vor, ich schau mal, ob ich was Passendes finde. Sowas zum Beispiel. Jetzt, wenn ich hier diesen Ast habe, der ist natürlich morsch, da funktioniert nichts. Aber wenn ich den jetzt hier abbreche, dann ist der hier deutlich beschwert und hier nicht. Und wenn ich den jetzt hier noch unten beschwere, unten Ach so, abmache. ich knote jetzt da nichts dran, sondern der Schwerpunkt ist auf einer Seite. Und wenn ich jetzt mit diesem Ast hier schlage, also er ist ein bisschen schwer, um richtig stark schlagen zu können, aber so ein bisschen wie beim Golf. Also wenn du Guck mal, ein Eichhörnchen. Ja, wenn du Eichhörnchen hast zum Beispiel, ein Eichhörnchen, guck mal, ein Eichhörnchen, und du schlägst mit so etwas auf ein Eichhörnchen, dann hast du natürlich tatsächlich die Chance. Aber so größere Tiere, Wildschweine zum Beispiel oder Bären, kriegst du damit natürlich nicht gejagt. Stichwort Jagen, wir gehen jetzt auf die Jagd nach einem ganz kleinen Tier, und zwar nach Regenwürmern. Und da ist der Wald, der feuchte Wald, der regennasse Wald eigentlich ideal, weil wenn ich hier
den Boden aufreiß, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon mal gar nicht so schlecht, dass ich einen Regenwurm finde. Warum Regenwürmer überhaupt? Weil die gut schmecken und viele Vitamine haben. Schön wär's. Also erstmal, Regenwürmer schmecken überhaupt nicht so richtig gut und du wirst sie auch nicht wirklich gut schmecken. Und ja, Regenwürmer sind relativ spannend, weil sie einerseits sehr große Vorteile und sehr große Nachteile haben. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel Vorteile. Eine irrsinnige Biomasse. Du hast auf einen Hektar hast du 1 bis 2 Millionen dieser Tiere. Das sind mehrere Tonnen Fleisch. Ich werde dir in einem anderen Video zeigen, wie du mit einfachen Werkzeugen Regenwürmer jagen kannst, also regelrecht locken kannst. So eine Art kleine Lockwaffe, die man sich da baut. Du findest die Würmer eben wirklich überall. Nicht nur auf dem Boden, die kommen natürlich raus, wenn es gerade regnet. Deshalb heißen die ja auch Regenwürmer, weil die rauskommen, nicht weil die den Regen mögen, sondern weil sie Angst haben zu ertrinken. Und wo du sehr häufig auch Regenwürmer findest, das ist unter Moos, direkt im morschen Holz. Das ist natürlich dann interessant, wenn du beispielsweise Köder brauchst oder aber die auch wirklich für die Ernährung einsetzen möchtest. Also relativ einfach zu fangen oder zu sammeln, müssen aber richtig zubereitet werden. Jetzt soll es darum gehen, wirklich überhaupt erstmal abzuschätzen, warum fangen wir Regenwürmer. Und da ist es einfach, die sind sehr, sehr häufig. Es gibt sehr, sehr viele davon und das ist für uns das Interessante. Aber dann müssen sie ja irgendeinen Vorteil noch haben, wenn sie so scheiße schmecken. Das ist eigentlich der einzige Vorteil. Es gibt viele davon. Ach so. Sie sind robust. Das ist aber traurig. Nein, das ist eigentlich gar nicht traurig. Aber es gab mal eine Zeit, es war 2016, da war ich jung und naiv. Und ich bin eingeladen worden. Jetzt und bist du nur noch naiv? Jetzt bin ich nur noch naiv. Jetzt bin ich alt und klapprig und naiv. Ich bin eingeladen worden von Markus Lanz, der Schwierigkeiten hatte, meinen Namen richtig sich zu merken. Und, ach nee, Jakob ist doch so einfach zu merken. Ich bin auch Jens. Ich höre auch auf den Namen Jürgen, wenn es sein muss. Johann oder wie man ihn in seinen Kreisen nennt, Joe Vogel. Joe Vogel. Ja, Joe Vogel. Aber das Wichtige war, es wurde so ein bisschen vereinfacht. Meine Aussage, ich hätte Angst vor Regenwürmern. Das habe ich so nicht gesagt, aber das ist gar nicht so schlimm, weil das etwas auch erklärt. Ich mag es nicht auf das Würmerfressen oder Würmeressen reduzieren, weil es sehr viel mehr ist. Wenn du ein Tier hast, von dem die allermeisten vielleicht aus der Jugend, aus der Kindheit kennen, ja, da ist ein Regenwurm, kriegst 5 Mark, wenn du den schluckst, haben die allermeisten gemacht, dann denken die an viele Sachen nicht. Und dazu gehört, dass Regenwürmer relativ schmutzige Tiere sind. Nicht, weil sie auf dem Waldboden, auf dem Erdboden sind, sondern die fressen größtenteils organische Abfälle. So Aas und so. Ja, Aas nicht unbedingt, aber Hinterlassenschaften von Tieren, Kot beispielsweise, natürlich auch so Blattwerk. Das ziehen die nachts nach unten und wir werden uns gleich einen Regenwurm von innen und außen anschauen und da wirst du sehen, die sind innen eben relativ schmutzig. Es hat eine einfache Bewandtnis. Wir haben ja einen Darm. Körper, Mund, Magen und dann der Darm. Also Regenwürmer auch? Regenwürmer haben auch einen Darm. Nur unser Darm, der ist ja erstmal sehr lang. Und was ist das Wichtige am Darm? Was ist im Darm drin? Ja, so Bakterien. Bakterien, aber noch was anderes. Die Darmwand. Was ist an der Darmwand? Wird das hier ein Quiz? Ja, das ist ein Quiz. Das wäre ein Darmquiz. Wäre eine gute TV-Show für Markus Lanz. Also, das große Darmquiz. Wenn wir uns den Darm von Säugetieren anschauen, dann haben wir da Zotten. Das sind so ganz viele kleine, feine Einfaltungen, damit die Nährstoffe besser aufgenommen werden können. So etwas Ähnliches haben Regenwürmer auch. Und das ist die Typhlosolis, nennt sich das. Das ist so ein T-Stück. Das geht von oben in den Darm rein. Und hart. Ja, es sieht aber eher so aus in etwa. Und diese Falten, die sich da bilden, die führen dazu, dass Dinge, die in den Darm reingeraten sind, nicht mehr rausgehen. Jochen, was machst denn du da? Ich habe mir jetzt so einen kleinen Kollegen geholt. Es ist wirklich nicht schwierig, an Regenwürmer ranzukommen. So. Jetzt haben wir, wenn wir uns den anschauen, hier den Kopf
Das hier Woher ist weißt es. du da, was vorne und hinten ist? Weil der hier vorne so einen drüsenreichen Körperabschnitt hat. Okay? Und das ist auf der Vorderseite. Und Regenwürmer können mit ihrem Mund ganze Blätter festhalten, einsaugen und den saugen die in einen kleinen Muskelmagen ein. Und in diesem Muskelmagen kauen die. Und zwar mit ein bisschen Sand. Und zusammen mit dieser Typhlosolis, mit dieser Einbuchtung des Darms, hast du im Regenwurm immer ganz, ganz viel Zeug. Ja, kann ich den da nicht einfach aufschneiden und es rausmachen? Das ist theoretisch möglich, aber da wird dein Messer erstmal beschädigt und zweitens, Dann nehme ich halt ein billiges Messer. du wirst es niemals so sauber bekommen, weil das, was da drin ist, das kann schon ganz schön problematisch sein. Erstmal Parasiteneier, beispielsweise von irgendwelchen Bandwürmern. Das wäre jetzt noch weniger problematisch, aber auch Keime. Also Regenwürmer sind beispielsweise bekannt dafür, dass sie die Sporen von Milzbranderregern an die Erdoberfläche transportieren. Oha. Wenn irgendwann mal eine Lohgrube da war, also da, wo früher gegerbt worden ist, dann sind da häufig Milzbranderreger im Boden über hunderte von Jahren. Und die Regenwürmer, die nehmen es auf und bringen es an die Oberfläche. Deshalb sind diese Tierchen tatsächlich gar nicht so ideal, um sie beispielsweise roh direkt zu essen. Klar, man kann 5 Mark damit verdienen. Später waren das dann 5 Hat Euro, sich oder dann hat man nicht gelohnt, ne? 2,5 Euro dann bekommen. Hat sich nicht gelohnt. Und es wird auch nicht jeder krank dadurch, aber es kommt immer darauf an, wo das Ganze natürlich passiert. Alter Verwalter. Bei Sturm nicht in den Wald gehen. So, was heißt das? Wie bereite ich jetzt meinen Regenwurm vor? Hört sich wieder ein bisschen komisch an. Aber wie kann ich den jetzt für die Ernährung vorbereiten? Erstmal, ich muss ihn töten. Also bei diesen Tieren gar nicht so einfach. Also ich kann den nicht irgendwie auf den Kopf hauen. Und es sind Wirbellose, aber trotzdem, ich töte Tiere gerne, bevor ich sie verspeise. Und vor allem muss der Wurm komplett über 50 Grad erhitzt worden sein. Und das kannst du machen, indem du den beispielsweise in der Glut röstest. Oder aber, was ich gerne mache, ich blanchiere den. Ich mache heißes Wasser und kipp den da schnell rein. Dadurch, dass wir im Wald sind und immer noch trotz des Regens Hochsommer, mache ich jetzt auch kein Feuer, sondern ich habe mir heißes Wasser mitgebracht und damit werde ich den Regenwurm blanchieren. Und blanchieren reicht aus. Blanchieren reicht aus, also der muss einmal durchgängig 50, 60 Grad haben. Wie prüfst du das nach? Wenn Eiweiß 50 Grad heiß wird, dann fängt es an zu denaturieren. Das heißt, das Ding zerfällt? Das zerfällt nicht, sondern der Wurm, wenn der auf diese Hitze erhitzt wird, zieht sich zusammen und wird sehr viel kleiner. Also bei Regenwürmern ist das genau andersrum als bei, ja, wenn er zu heiß wird, dann zieht er sich zusammen. Und daran erkenne ich auch, der wird dann so ein bisschen bleich. Daran erkenne ich, dass es heiß genug ist, dass Proteine denaturieren. Und dann kann ich den 2 Minuten im heißen Wasser lassen. Und dann ist er Voilà, da servierfertig. und servierfertig. Das mache ich jetzt, aber natürlich nicht vor der Kamera. Dafür gibt es den OnlyFans oder TikTok-Kanal. Ja? Oh Gott, das sind eigentlich tolle Tiere. Also, aber für die Wissenschaft. Die Regenwürmer sind jetzt fertig. Ich kippe die jetzt ab. Die brauchen auch nicht sonderlich lang, aber du erkennst es eben nicht nur daran, dass der Rand knusprig braun und der Käse verlaufen ist, sondern die sind jetzt so ein bisschen gummiartig. Also sind weiß geworden und ja, wirklich so ein bisschen wie so Weingummiwürmer. Und jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Also ich nehme erstmal den kleineren und zeige dir die einfachste Möglichkeit. Du nimmst ihn so, er hat einen recht ordentlichen Eigengeschmack. Ja, nach was schmeckt es denn? Nach Regenwurm. Und ich kaue den auch nicht richtig, sondern ich schluck den so. Die Magensäure ist in der Lage, den dann zu zerlegen. Es ist nie ideal, wenn man Nahrungsmittel unzerkaut zu sich nimmt, aber da ist so viel Sand und Erde drin, da kannst du ja richtig böse die Zähne auch kaputt machen. Die Alternative ist, und die schmecken auch nicht wirklich gut. Die Alternative ist, du gehst mit deinem Messer her. Moment, ich dachte, man soll das gute Messer nicht Ja, nehmen. ich mache es auch ganz vorsichtig. Also ich filetiere den nur ganz leicht an. Und dann sieht man auch, wie der innen aussieht. Oh je, wenn das der Roman sieht. Na, echt, pass auf.
dann sieht man auch, was da überall drin ist. Also da haben wir jetzt den Magen. Und das hier, das ist alles Erde und Sand und weitere Nahrungsbestandteile. Und den kriegst du, wie gesagt, nie richtig sauber, sondern nur so weit aufbereitet, dass du dir halt wirklich nicht die Zähne völlig kaputt machst. Also besser einfach ganz runterschlucken. Das ist meines Erachtens das Beste, aber das ist auch ein bisschen problematisch, weil wenn du so richtig große Regenwürmer hast und du magst den Geschmack nicht sonderlich, dann hast du halt so ein riesenlanges Ding im Hals hängen, das du runterschluckst. Da kann man schon anfangen zu Wie hoch ist denn die würgen. Erstickungsgefahr? Relativ gering, aber wenn du dich verschluckst, dann fliegt er halt einmal durch den Wald. Die Wahrscheinlichkeit, dass du große Mengen von Regenwürmern essen musst, ist vergleichsweise hoch, weil die Dinger sind halt wirklich überall verfügbar, sind weltweit vorhanden, mit wenigen Ausnahmen, die sehr heißen und trockenen Gegenden, beispielsweise in Australien. Da gibt es keine großartigen Mengen von Regenwürmern. Da übernehmen die Ameisen die Aufgabe, den Boden umzupflügen. Und ganz wichtig, bevor du jetzt mit diesen Riesenregenwürmern aus der Region kommst, die sind im tropischen Teil. Im trockenen Bereich gibt es wirklich so gut wie keine Regenwürmer. Außerdem sind die riesigen Regenwürmer dann groß genug, dass man sie aufbrechen kann. Genau, da schneidet man sich die besten Regenwurmfilets raus aus diesen Gartenschläuchen und dann grillt man die sich und das ist dann ein super tolles Essen. Aber Hand aufs Herz. Schmeckt trotzdem nach Regenwurm, Ja, oder? schmeckt nach Regenwurm. Ist nicht mein absolutes Favorite-Essen, aber es ist, naja, sagen wir mal, eine wichtige Notnahrung. Aber du könntest ja jetzt den Regenwurm nehmen und Fische damit fangen. Das ist immer möglich, wenn du irgendwelche Lebensmittel hast, die du nicht magst und du möchtest damit Tiere fangen oder auch Enten oder andere Vögel und sie einfach an einen Angelhaken und an der Leine machen. Schlucken die, dann hast du Ente oder einen Fisch. Wenn es aber nicht möglich ist, weil du keinen Angelhaken hast oder es gerade keine Enten gibt oder kein Gewässer, dann sind Regenwürmer tatsächlich als Nahrungsmittel extrem wichtig, weil die einfach so zahlreich sind. Schmecken trotzdem nicht sonderlich gut und ja, du fragst dich vielleicht, warum mögen das Fische so gerne, aber das weißt du vielleicht selber. Es gibt manche Dinge, die sind super beliebt, obwohl sie richtig kacke sind. Das ist halt einfach so. Und bei Regenwürmern ist es auch ganz ähnlich. Komm, runter damit. Was ist mit dir? Würdest du einen rohen Regenwurm für 2,50 € oder, wie ist der Umrechnungskurs, 2 Franken und 40 Räppli schlucken? Ich würde es persönlich nicht machen. Ich habe trotzdem keine Angst vor Regenwürmern. Man muss keine Angst vor den Tieren haben, ganz klar. Aber man sollte schon wissen, was man macht. Schreib es mir unten in die Kommentare oder würdest du vielleicht den Regenwurm wirklich nur als Köder verwenden? Ich bin echt gespannt und ansonsten gilt wie immer, wenn du keine rohen Regenwürmer zu dir nimmst, bleibst du draußen auch gesund. Mach's gut.